Das, was hier ein bisschen wie ein Raumschiff aussieht, ist in Wahrheit die Lüftungsanlage des weltweit ersten Passivhauses. Die Lüftung versorgt das Haus mit stetig frischer Luft. Im Frühjahr 2016 wurde die Anlage vom Passivhaus-Institut unter die Lupe genommen, denn sie war einer der ersten ihrer Art und ist seit Anfang der 90er Jahre in Betrieb. So, wir wollten natürlich wissen, wie das Lüftungsgerät funktioniert nach 25 Jahren. Das Lüftungsgerät wurde damals spezial angefertigt, sowas gab es damals überhaupt nicht zu kaufen, mit einer Wärmerückgewinnung, die deutlich größer als 75% ist. Es wurde also der bestmögliche Wärmeübertrager eingekauft als einzelnes Teil mit einem selbst entworfenen Gehäuse zusammen und erstmalig damals auch EC-Ventilatoren zusammengebaut, sodass also eine hochwertige Wärmerückgewinnung von damals über 80% mit sehr geringem Stromverbrauch realisiert werden konnte. Wärmeübertrager waren beim Bau des ersten Passivhauses noch recht neu. Wärmerückgewinnung ist jedoch ein wichtiger Bestandteil der Passivhauslüftung. Dabei wird die Wärme, die sich bereits im Haus befindet, an die frische und kühlere Luft, die von außen neu ins Haus kommt, übertragen. Und das geschieht über einen Wärmeübertrager. Hier ein aktuelles Modell, das heute etwas anders aussieht als noch der Wärmeübertrager des ersten Passivhauses. Mehr als 75% der Wärme im Haus können durch Wärmerückgewinnung weiter genutzt werden. Wärmerückgewinnung spart also enorm viel Energie. Auch sogenannte EC-Ventilatoren waren bis Anfang der 90er Jahre kaum bekannt. Ebenfalls in das Lüftungsgerät eingebaut, sorgen EC-Ventilatoren für die Luftzirkulation im Haus und sind dabei besonders energieeffizient. Umso spannender ist es, heute nachzuschauen, wie gut die Lüftung nach 25 Jahren noch funktioniert. Hierzu haben Experten des Passivhaus-Instituts zum einen den Stromverbrauch der Anlage gemessen. Zum anderen haben sie die Temperatur und Feuchte in allen 4 Luftströmen der Lüftungsanlage über einen längeren Zeitraum aufgezeichnet. Über diesen Webbrowser hier kann man dann auch die momentanen Werte sehen. Man kann also hier lesen, es hat momentan 13 Grad Außentemperatur. Die Innentemperatur liegt bei 22,5 Grad und aus den Verhältnissen der Außen- und Fortlufttemperatur bzw. der Ablufttemperatur lässt sich dann die thermische Effizienz des Lüftungsgeräts berechnen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Lüftungsanlage erreicht immer noch über 80% effektive Wärmebereitstellung und kann sich somit auch mit marktüblichen Geräten messen. Auch die Ventilatoren haben nach heutigen Maßstäben einen sehr geringen Stromverbrauch. Wir sind also sehr zufrieden. Dieses Lüftungsgerät, handgestrickt, wie es damals war, ist nach wie vor einsatzbereit, nach wie vor mit seiner vollen Leistung zur Verfügung. Die Lüftungsanlage im ersten Passivhaus sorgt auch nach 25 Jahren stetig für frische Luft. Außerdem trägt sie mit der Wärmerückgewinnung zum sehr niedrigen Heizwärmebedarf des Passivhauses bei. Dieser liegt seit 25 Jahren unter 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das sind 75% weniger als bei einem Niedrigenergiehaus. Heute sind Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung auf dem Markt etabliert, auch in dezentem Look und kleineren Größen.